Hey Leute, heute geht es mal um den Begani Plate Carrier Assault Pack. Und damit ihr den noch mal richtig seht, komme ich mal richtig ran. Upsi. So Leute, ihr kriegt hier für 29,99 € einen sehr gut verarbeiteten Assault Pack. Das Material ist 100% 500D Nylon mit PU-Beschichtung. Machen wir mal weiter mit den Taschen. Da haben wir hier vorne eine etwas kleinere, also kleines relativ, die ist schon sehr groß. Eine Tasche ohne irgendwelche, ohne irgendwelche Bänder oder irgendwas drin. Quasi einfach nur so alles zum Reinschmeißen hier. Dann haben wir hier das große Hauptfach. Hier habt ihr das große Hauptfach mit dem Mesh hier. Da könnt ihr irgendwelches Kleinzeug reinmachen, was dann eben, was ihr nicht die ganze Zeit oder was ihr nicht dann suchen wollt in dem großen Fach. Hier passen auf alle Fälle Gasflaschen und HPA-Flaschen und so ein Zeug rein. Genau. Des Weiteren habt ihr hier hinten noch ein Fach für eine Trinkblase. Die könntet ihr aber natürlich auch hier reinmachen, die Trinkblase, denn ihr habt hier diese Schlauchdurchführungen. Da habt ihr hier oben eins und links und rechts jeweils noch so eine Schlauchdurchführung. Das ist halt für irgendwelche Kabel oder eben für Trinkblasenschläuche. Diese Kabeldurchführungen hier sind vorgeschnitten, wie ihr sehen könnt. Die könnt ihr aber noch ein bisschen erweitern, je nachdem, was ihr hier durchstecken müsst. Vorne an dem Rucksack habt ihr zweimal Kompressionsriemen mit Verschluss. Den könnt ihr einfach hier enger stellen, indem man hier einfach dran zieht. So. Ich mache bei meinem, ich habe so einen kleinen Rucksack, den ich quasi bei jeder kleinsten Wanderung immer mitnehme. Da nehme ich diese Kompressionsriemen ganz gerne, um einfach eine Jacke reinzulegen und dann einfach die Jacke festzumachen. Weil die passt natürlich nicht in diesen winzig kleinen Rucksack rein, aber so ist es natürlich viel besser. Kommen wir gleich mal direkt zum Fassungsvermögen. Das haben wir vorhin leider vergessen. Hier passen ca. 15 Liter rein. Die Reißverschlüsse hier sind sehr groß. Das ist mir uns sehr angenehm aufgefallen, weil man kann die auch gut mit Handschuhen einfach zumachen. Und die gehen auch super smooth. Also das ist perfekt. So muss es sein. So muss es sein. Hier oben ist eine ganz große Patchfläche, weil die meisten Airsoft-Spieler haben ja mittlerweile mehr Patches, als irgendein Formel-1-Wagen Werbung drauf hat. Hier vorne habt ihr noch 5 Reich Molle, um irgendwelche Taschen oder irgendwas anderes ranzuschlaufen. Irgendwas, was ihr vielleicht nicht im Rucksack haben wollt, sondern irgendwas, wo ihr schnell rankommen wollt. Da könnt ihr hier noch irgendwas ranmachen. Irgendwas. Unten habt ihr dann auch noch mal jeweils 3 Schlaufen, um anderen Stuff anzuschlaufen. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Auf der anderen Seite habt ihr hier die ganz normalen Trageriemen, um das Ganze als Rucksack zu benutzen. Die sind extrem lang. Ich fummel das jetzt mal nicht raus. Die sind wirklich extrem lang. Also ihr könnt wahrscheinlich eine Statur von Hulk Hogan haben und ihr müsst das trotzdem noch ein bisschen kürzen hier. Das Ganze ist wirklich super lang. Aber besser zu lang als zu kurz. Rangeschnitten ist meist schwierig. Genau, die kann man auch komplett rausmachen. Einfach hier unten komplett rausziehen und hier oben. Dann sind die einfach weg. Denn man kann das Ganze ja an den Plattenträger ranmachen. Dafür ist es ja hauptsächlich gedacht. Dafür habt ihr hier dieses Molle. Und dann nehmt ihr euch quasi den Plattenträger her und baut euch das dann einfach hier hinten drauf. So in etwa müsst ihr euch das dann vorstellen, das Ganze. So, wie vorhin schon mal angesprochen, passen hier ca. 15 Liter rein und das ist echt eine Menge. Also wenn ihr auf größere Spiele geht, könnt ihr euren gesamten Hausstand mitnehmen. Gefühlt. Also hier passt wirklich verdammt viel rein. Also für Tagesevents, ich habe mir selber mal so einen Rucksack zugelegt oder so einen Assault Pack zugelegt, eben für einen Plattenträger. Das habe ich genau ein Spiel lang mitgemacht und dann habe ich ihn wieder abgemacht, weil ich fand, für Tagesevents ist das einfach viel zu mächtig, das Ganze. Außer natürlich, man will jeden Tag immer extrem viel Stuff mit rumschleppen. Ja, dann you go, girl. Genau, also für Tagesevents finde ich es einfach viel zu mächtig. Aber wenn man jetzt natürlich mehrere Tagesevents hat, dann kann man hier ganz viel mitnehmen. Hat sein ganzes Essen dabei, sein zu trinken und was man alles so braucht. Ein bisschen schießen will man auch, vielleicht Kugeln und so.
Genau. Ich persönlich benutze eben das Assault Pack, was ich habe, einfach als Rucksack. Also ich habe noch einen Tasmanian Tiger Rucksack mit 6 Liter Fassungsvermögen. Das Ding ist natürlich auch super. Aber wenn ich mal ja, so fürs Airsoft halt irgendwie so ein bisschen Kleinzeug mitnehmen will oder so, nehme ich einfach das Assault Pack, stopfe hier alles rein und dann hast du halt einfach einen perfekten kleinen Rucksack. Die Farben sind aktuell dieses Oliv hier und Flecktarn. So, den Rucksack, den werden wir jetzt auf den Spieltagen und auch privat noch ausgiebig testen. Und um das Video nicht zu verpassen, müsst ihr natürlich den Kanal abonnieren. Also abschließend ist zu sagen, dass ihr für knapp 30 € einen super kleinen Rucksack bekommt oder Assault Pack bekommt, welchen ihr quasi auch als Rucksack auf kleinen Wanderungen oder eben fürs Airsoft-Spielen nutzen könnt. Also absolute Kaufempfehlung für das Teil. Könnt ihr einfach hier quasi enger stellen, so ne. Ich bin so doof, ey. Einfach hier enger stellen, Mann. Hey Leute, heute geht es mal um den Begani Blade Carrier Assault Pack. Und damit ihr das Ding seht, gehe ich jetzt weg, obwohl das Video losgeht. Fandest du es gut, oder? Das war so cringe. Ich finde das gar nicht so schlecht.